But he decides to attack his own army on behalf of Persia, and he defeats Babylon. Und er überlegt sich, ich greife jetzt meine eigene babylonische Armee an, anstelle der Perser, und die machen dann Babylon platt. So the next thing that happens. Das nächste, was passiert? Yeah, he betrayed them, exactly. Also er hat sie betrogen. The next thing that happens. Was kommt danach? Cyrus comes in 2 weeks later. 2 Wochen später kommt der König Kyros. And people welcome him with palm branches. Und Leute haben ihn willkommen geheißen mit Palmzweigen. Cyrus did not even defeat Babylon in a battle. Und Cyrus hat noch nicht mal Babylon im Kampf erobert. They welcomed him. Die haben ihn einfach willkommen geheißen. And that was in 539. Das war 539, wie du gesagt hast. Okay? So that is how Babylon changed to Persia as a world Und so empire. hat sich jetzt das Königreich Babylon in das Königreich Persien geändert. Now I want you to think about Und jetzt möchte ich euch, dass ihr über etwas nachdenkt. what were the Jews in Babylon thinking when all of this was happening? Was haben die Juden, die gerade im Exil waren, in Babylon gedacht, als all das passiert ist? What do you think? Was denkt ihr? What were they talking about? Über was haben die geredet? They're sitting there chatting, what are they saying? I think we're going home soon. Also die haben sich gedacht, wir gehen bald nach Hause. Yeah, because they did know about the promises in Jeremiah 70 years. Ja, das haben sie wahrscheinlich gedacht, weil sie wussten, Jeremia hat gesagt, nach 70 Jahren wird man wieder nach Hause kommen. What else do you think they were Aber thinking? was denn noch? Were they actually thinking, because if not that the prophet or this guy reminded them, some of them have forgotten about the 70 years. So, I mean, I can argue a bit on that to say they're thinking about home. Maybe they were thinking they are going to go to another exile somewhere. Aber vielleicht hatten die auch vergessen, dass da jemand schon das Ende des Exils angekündigt hat und dachten sich, wir müssen wahrscheinlich jetzt ein anderes Exil. That's right, because after 70 years of being in the land, people were born there. Who knows how much they actually knew the law at that point, some of them. So yeah, some of them would have maybe no idea. Denn das ist richtig, denn nach 70 Jahren, da waren schon die nächste Generation im Exil geboren. Die kannten wahrscheinlich nicht mehr wirklich das Gesetz und wussten noch nicht, wie geht es jetzt weiter. Good. Any other thoughts? Noch andere Gedanken. Do you think that they wanted to leave Babylon? Denkt ihr, die wollten gerne aus Babylon rausgehen? Ja. Why don't you think so? Warum nicht? Die haben ihre Häuser gebaut, die haben ihre Beziehungen, denen ging es gut. Because they built their houses, they had relationships, they are doing well. Good. Yes. Yeah, I want you to imagine, Ich möchte gerne, dass ihr euch vorstellt. picture your home. Stellt euch mal euer Zuhause vor. Maybe not this home, maybe another home, but you Vielleicht have nicht das running Schloss, aber ein water, anderes Zuhause, ihr habt fließendes Wasser, a nice bed. ein schönes Bett. You can just go down the street to the village store and buy things, Ihr könnt einfach in das nächste Geschäft gehen, euch Sachen kaufen. but not during the lunch hour because it's closed here. Aber leider nicht während der Mittagspause, weil die Geschäfte dann zu haben. Okay, and then what if I asked you, hey, how would you like to just leave everything, go to the middle of nowhere, and live in a tent? Und was ist, wenn jetzt dann einer kommt und sagt, hey, wir verlassen das jetzt alles hinter uns, wir gehen irgendwo in die Mitte von nirgendwo und müssen in einem Zelt leben. How would you feel about that? Wie fühlt ihr euch darüber? I want to show you a little video of what Babylon was like. Und jetzt zeige ich euch ein kleines Video, wie Babylon damals war. Just have to get it onto YouTube and hopefully the internet is working at this moment. Und ich hoffe, das Internet funktioniert jetzt. Be patient with me. Stretch if you need Habt to. Geduld mit mir. Actually, this is a perfect time. Und das ist eine super Zeit, um Our biblical studies team wanted to send you guys some snacks. unser biblisches Studies-Team aus der Ukraine wollte euch ein paar Snacks And senden. these are made by the Roshan Chocolate Factory, which is our current president of Ukraine's business that he's supposed to sell. Diese sind von der Schokoladenfabrik hergestellt, die das eigene Privatgeschäft unseres Präsidenten ist. This is vanilla, that's chocolate, and this is some sort of Das mixed ist Vanilla-Schokolade und dann cream. was Gemischtes. So you guys can pass them around and Thank you. enjoy. Please pray for Ukraine. I think you guys Wenn ihr die Keks esst, betet für die Ukraine. You guys can have it. This for the ladies. Oh, there's lots there, so I think there's enough for everybody. Ich denke, wir haben genug für jeden. Das ist sogar ich, also, ne?
Yes, please do. Because I probably can answer while I'm doing Ich frage mich was. Stefan, meine Frage ist, und zwar, wir haben jetzt gerade angeschaut, wo König Kyros kommt und wie das Volk wollen. Also we just take a look when Kyros was coming and how it was for the people. Meine Frage ist, wussten die wie der König Kyros, ob sein gut oder ein schlecht ist? Und warum, also wussten die, dass der König Kyros und die Nachbarn sich zurück müssen? Warum müssen sie halt zurück? So yeah, it's a detail now if the king of Kyros was a good king or a bad king. And the second point was, why did they know that they needed to go back to Israel? Did they need to go back? Good questions. Gute Frage. I'm going to show you this and then we'll talk about that. Also, zeig mir das Video und dann reden wir darüber. Okay, hold on a second here. Let's see if this will work. Ich hoffe, das funktioniert. Yeah, just bring them to me. You guys are so patient with this technology. Thank you so much. Danke, dass ihr Geduld habt mit diesem zusammen. Wish my computer would have broken. It probably would be awful. Mein Computer wäre nicht kaputt gegangen. So this is supposed to be like a 3D representation of what Babylon looked like. Also das ist eine 3D-Präsentation, wie Babylon ausgesehen hat. It's kind of hard to see, but hopefully it is. Schwierig zu sehen. I want you to picture this is your home. Stell dir mal vor, das ist euer Zuhause. This is the Ishtar gate here. Das ist das Ishtar-Tor. This is where the people would walk through after a battle. Da sind die Leute durchgegangen nach dem Kampf. This is where Cyrus walked through and the people welcomed him with palm branches. Das, weil der König Kyros durchgegangen ist und die Leute die Palmzweige hingelegt haben. It's a pretty amazing place. Das ist ein echt cooler Platz. It's beautiful. Schön. Das ist frei wieder. Safe. Sicher? You don't have anybody coming in and attacking your tribes. Also ihr habt niemanden, der reinkommt und euch angreift. I mean, we even know that some of the Jews served in the courts. So for some of them, this really is like their home. Wir wissen sogar, dass manche von denen in der Bürokratie gedient haben, gearbeitet haben. Deswegen war sie zu Hause. These are the hanging gardens. Das sind die hängenden We think Garten. of this how it looked. So it was really beautiful. Das war echt schön. So now I want you to put yourself in the position of one of these Jewish people. Und ich würde gerne, dass ihr euch in die Position von diesen Menschen hineinversetzt. And think about to yourself, would I go? Und denkt mal in eurem Herzen, würdet ihr diesen Platz verlassen und nach Jerusalem gehen? Würdet ihr gehen? No. Maybe not, right? Vielleicht nicht, oder? See nothing. Das ist ein Dings, aber nach Berlin. You guys doing okay? Do you need to stretch? Geht's euch gut? Müsst ihr euch, Berlin ist das nach Bitte. braucht ihr eine Spannungspause? Jetzt sind wir leider offline. Okay. Da sind wir wieder. So you had the question, Also du hattest die Frage eben. did they know? Wussten die? And all of those things. Also wussten die, dass sie wieder zurück müssen und alle diese Sachen damit? Okay, well, as you were reading, Als ihr gelesen habt, you could see that many people would have still known some of the law. und da wusstet ihr, da konntet sehen, dass manche von den Leuten kannten das Gesetz noch. Even when Zerubbabel and Nehemiah and Ezra, when they bring the people back, they know they're in God's will. Und als Zerubabel und andere die Leute zurückgebracht haben, wussten die, sie laufen in Gottes Willen. And they know that God hasn't forgotten about them. Und sie wussten, dass Gott nicht über sie im Exil vergessen hat. So, as you can read about that when you take your Bibles, Und wenn ihr das lest, wenn ihr in eure Bibel schaut,
Okay. In yeah, that's okay. In Nehemiah, in the first chapter, In Nehemia im ersten Kapitel, Nehemiah, it's actually back. After Chronicles. Yeah, I see that. What? Because it's in chronological and narrative first, and then, yeah. In Nehemiah, you can see at the beginning of in his prayer, am Nehemia, ganz am Anfang 1, Vers 4, da seht ihr in dem Gebet, in verse 8 and 9. genau, in Vers 1, Kapitel 1, 8 und 9. You guys see that? Seht ihr das? It says, "Remember the word that you commanded to your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the peoples. But if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there I will gather them and bring them to the place that I have chosen to make my name dwell there." Gedenke aber doch des Wortes, dass du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst. Wenn ihr mit mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet, sie tut, so will ich auch, wenn ihr besprengt wäret bis an des Himmels Enden, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich euch erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Now, this is a little bit later than 539 when they go back. Und das ist jetzt ein bisschen später, nach 539, This is als sie actually in zurückgehen. 444. Dann ist eigentlich schon 444 vor But it Christus. just gives you a picture that a lot of them did know the law, and they knew what it said, and they knew God wanted them back in the land. Aber diese Verse zeigen dir, okay, die wussten das Gesetz noch, die kannten das Gesetz und wussten, dass sie zurück ins Land sollen. Does that answer your question? Hat das deine Frage beantwortet? Okay, perfect. So now that Persia's in charge, Und wo die Perser an der Macht sind, we are going to see in these next 3 books a whole bunch more Persian rulers. jetzt sehen wir eine ganze Menge mehr persische Regenten. And in the post-exilic books, Und in den Büchern, die nach dem Exil geschrieben wurden, Ezra, Nehemiah, Esther, Esra, Nehemia und Esther, Haggai, Zechariah, Haggai, Zacharia, Malachi, Malachi. those are the books we're going to cover before we finish the Old Testament. Und das decken wir ab, bevor wir das Alte Testament abschließen. They use the Persian rulers as a way to tell us the time. Und die haben jetzt die persischen Könige genutzt, um die Bücher zu datieren, um uns die Zeit zu sagen. So even if you don't love world history and you feel like, oh, I'm really going to do this, I'm going to tell you about all the different rulers. Auch wenn ihr die Weltgeschichte jetzt nicht auf eurem Herzen ist, ich muss euch da die verschiedenen Regenten erklären. Because unless you know it, it's really, the books, Ezra and Nehemiah, are not exactly chronological and they can be a bit hard to follow. Und dann Esra und Nehemia, die sind nicht genau chronologisch in der richtigen Reihenfolge und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, denen zu folgen. So take good notes on this. Deswegen nehmt da gute Notizen. But actually you can just find this very easily online later. Aber eigentlich online kann man das ganz einfach Type in nachschauen. Persian rulers, Persian Empire rulers, there you go. Also, gebt einfach bei Google ein, persische Könige und dann habt ihr eine Liste. Okay. So, Cambyses. Also, dieser König Kambyses, He comes after Cyrus. der kommt nach Kyros. Okay. Cyrus conquers in 539. Kyros hat nach 539 erobert. 9 years later he dies. 9 Jahre später stirbt er. 530 BC. 530 vor Christus. He dies in battle like a valiant warrior. Er ist gestorben im Kampf, like ein mächtiger Krieger. No better way for somebody to die in those days. Damals gab es wahrscheinlich keinen ehrenhafteren Tod, wie man sterben konnte. Cambyses not nearly as nice. Kambyses ist jetzt nicht so ein netter König. He's actually a really bad guy. Er ist eigentlich ein ziemlich böser. This is Cyrus's son. Das ist der Sohn von Kyros. You can always imagine, like, if your dad is out killing people all day in wars, you're probably not growing up that healthy. Denn wahrscheinlich, wenn dein Papa die ganze Zeit weg ist im Krieg und immer Leute tötet, dann wächst man nicht so gut auf. So he decides he's going to kill his brother just to make sure that there's no rivalry for the Er throne. nimmt sich jetzt vor, ich töte meinen Bruder, dann gibt es nämlich keinen Kampf um den Thron. So he secretly kills him. Also hat er den heimlich umgebracht. Nobody knows. Keiner hat es mitgekriegt. Then he has 3 sisters, Dann hat er noch 3 Schwestern, so he marries all of them. die er dann alle geheiratet hat. Yes, he marries all of his sisters. Also er hat alle seine Schwestern geheiratet. One of them Eine von ihnen gets pregnant by him. wird von ihm schwanger. I know, this is crazy. This is soap opera Ich stuff. weiß, das ist krasse Sachen, das sind And this is true though. harte Sachen, aber es war, While she's pregnant, wenn sie schwanger ist, she says to him, I can't believe you killed our brother. da sagt sie zu ihm, ich kann doch nicht glauben, dass du unseren Bruder umgebracht hast. Und She dies.
Und dann weil sie das gesagt hat, bringt er sie um, als sie schwanger war. So he's not a nice guy. Also er ist kein netter Mensch. And he decides he's going to go conquer Egypt. Und er sagt, okay, ich erober jetzt die Ägypter. So he goes to battle with Egypt, Also er geht jetzt in den Kampf nach Ägypten. and on his way back, Auf dem Weg, als er zu Ägypten zurückkommt, he hears news that there's this guy hört die Neuigkeit, da gibt es diesen Typen. who is claiming to be his brother Smerdis. Er sagt, er ist seines Bruders. The brother he killed. Ja, ach so. Also er ist eigentlich sein verstorbener Bruder. Er behauptet, dass er der And sei. remember, nobody knows he killed his brother. Aber niemand weiß ja, dass er seinen Bruder umgebracht hat. So people are like, oh, great, you know, I mean, we don't like that guy anyways. He's down in Egypt. Let's let this guy be our king, the brother. Perfect. Und die Leute sagen dann, okay, das ist super, wir mögen den einen König eh nicht, der gerade in Ägypten ist. Komm, wir nehmen jetzt den Bruder des Königs und machen ihn dann zum König. But, I mean, of course, Cambyses knows I killed my brother. Who is this guy? Aber Cambyses weiß, ich habe doch meinen Bruder umgebracht. Wer ist das denn jetzt? And then he disappears. Oh. Das Brother auch nicht. No, Cambyses. Also, und dann verschwindet Cambyses. Nobody knows what happened to him on the way back from Egypt. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist, als er aus Ägypten zurückkam. Maybe his people killed him, maybe he committed suicide, but he just gone. Most people think he Vielleicht hat committed er suicide. Selbstmord getan, das denken die meisten Leute. Vielleicht haben ihn noch seine Leute umgebracht. He was pretty disturbed mentally to be marrying his sisters and killing people, so who knows? Aber wahrscheinlich war er mental nicht ganz auf der Höhe, weil er seine Schwestern geheiratet hat und seinen Bruder umgebracht hat. That's Cambyses. Und das ist Cambyses. Das war Cambyses. Now, this guy who's pretending to be his brother only really stays in power maybe 3 months. Und dieser Typ, der sagt, okay, der behauptet, er wäre sein Bruder, bleibt nur 3 Jahre an der Macht. He's called Wamata. Und der heißt Guamata. Or sometimes he'll be referred to as Smerdis, like the brother's name in churches, like in the history. Oder manchmal wird er auch so benannt wie der Name seines Bruders. But most people don't really consider him a king of Persia. He just lasted Die just meisten 3 months. Leute nehmen gar nicht an, dass er wirklich der König war von Persien. And then Darius, he was in charge of the army. So, jetzt kommt Darius, der war gerade Befehlshaber. And as usually goes, the commander of the army takes over command, and now he is king. Normalerweise läuft es ja so ab, der Kommando der Armee, der Befehlshaber der Armee nimmt dann die Macht über und wird dann selber zum König. What do you guys know about Darius? Was wisst ihr denn über Darius? Yes. He allowed the Israel people to like build the temple, Der Darius hat like, to erlaubt, keep building it, and Okay. he also gave money. er hat erlaubt, dass die Israeliten ihren Tempel wieder aufbauen durften und hat sogar Geld dazu gegeben. What else do you guys know? Was wisst ihr noch? Super. You guys didn't study Persian Empire in high school, no? Habt ihr das schon mal, das Persische Reich mal so in der Schule That's okay. studiert? He was actually a really cool guy. Eigentlich war der ziemlich gut. I mean, besides all the killing and stuff. Also neben den ganzen Morden, die er begangen hat. He did honor many gods, Er hat viele Götter angebetet. and he was very capable. Er war sehr As a charakterfest. leader, he was a great leader. Er war ein guter Leiter. So he decided, you know what? This Persian Empire is just getting way too huge. Und er überlegt sich, dieses persische Reich wird einfach viel zu It was the groß. largest under him. Das war so groß wie noch nie in seiner Regierungszeit. So he divided it into 20 satraps, or like provinces. Und deswegen hat er es eingeteilt in 20 Untereinheiten, Unterprovinzen. And then he put somebody in charge of each of those provinces. Und dann hat er Machthaber eingesetzt über jede dieser Provinzen. Okay, now, the thing was, is their empire was so huge. Do you guys have questions? Habt ihr eine Frage? Where is Darius coming from? Woher kommt Good Darius? question. He was the leader of the military. Er war der Leiter des Militärs. Just interrupt me if you have a question. So, to go across the whole empire, Um durch das ganze, durch das ganze Imperium zu reisen, if you walked 32 kilometers a day, wenn du 32 Kilometer jeden Tag gegangen wärst, it would take you how long? Let me just get this right. 3 months. hätte es dich 3 Monate 3 gedauert, months to go from one end to the other. um vom einen Ende zu dem anderen zu So laufen. you can imagine if one end is rebelling, Und wenn ihr da merkt, okay, das eine Ende, das you're not going to rebelliert hear gerade, about it for 3 months. die anderen hören das gar nicht über 3 Monate. Maybe shorter with a horse. Vielleicht kürzer, wenn du mit dem Pferd reitest. So he created the Pony Express. Und deswegen hat er den Pferde-Express You erfunden. guys have heard that term Habt ihr before? das schon mal gehört? So what he did was he made little points all along the way of his empire, down the roads. Und er hat so verschiedene Punkte gesetzt, das über sein ganzes Königreich verteilt, entlang den Straßen. And at each one of these points there were fresh horses.
Und jeder dieser Punkte war eine Pferdestation mit frischen Pferden. And so if you wanted to send a message from one end, Und wenn du jetzt eine Nachricht schicken wolltest von diesem Ende, You just get on the horse, dann gehst du zum get to the Herrn. next place. The horse is dying. Nice, Das done. Pferd stirbt. And then you get on the next horse, Und du gehst auf das nächste and this Pferd. one's fresh, so. Das Pferd ist wieder frisch und geht dann. and basically you could get from one end to the other in 3 weeks. Und eigentlich kannst du so von einem Ende bis zum anderen reisen in 3 Wochen. So it was the beginning of FedEx and DHL. Also das war der Start von FedEx und DHL und anderen Unternehmen. He also really kept the whole empire under his thumb. Und er hatte auch dadurch das Königreich unter seiner Regierung gehalten, unter seinen Armen. Have you guys ever heard of the Byzantine rock? Habt ihr schon mal von dem byzantinischen Felsen gehört? No? Nee? I have a picture on here, but I Ich habe don't das so think ein it's Bild. That's okay. Basically, it's in Iraq and it's carved into a side of a mountain. Also eigentlich ist das im Irak und es ist in die Seite eines Berges eingraviert. And it's very difficult to get to because the mountain's like this, so you kind of have to, I don't know how they carved it. Und der Berg der ist eigentlich nach hinten geneigt und es ist schwierig da hinzukommen. Ich weiß nicht, wie die das überhaupt da reingraviert haben. But it's very much like the Rosetta Stone. Aber das ist so ähnlich wie dieser Rosetta-Stein, der auf der Do Bibel you guys know what the war. Rosetta Stone Kennt ihr is? den Rosetta-Stein? Dieser schwarze Stein The bei der Bibel. Rosetta auf der Stone is a stone that says in hieroglyphics and 2 other languages that they use to figure out what the hieroglyphics Und say. der Rosetta-Stein, der gleiche Text war in 3 verschiedenen Sprachen, in Hieroglyphen und in Griechisch und so weiter geschrieben. So in this rock, there's also 3 languages, Und in diesem Stein gibt es auch 3 Sprachen. 2 of which are known. 2 bekannte. And the third one was this old Babylonian cuneiform with the triangle typewriting. Und die alte war diese babylonische Schrift, diese Cuneiform oder Keilschrift. And on it, it says how Darius is a great liberator and he brings freedom and all this stuff. Und was da drauf stand, dass Darius dieser große Befreier ist, der Freiheit überall hinbringt. So now people can read Persian and Elamite and Babylonian because of this cool rock. Und die Leute können jetzt das Persisch lesen, das Babylonisch und noch eine andere Sprache, wegen diesem Felsen. You don't have to know that, that's just free for information. Und For das war jetzt einfach so eine Randinformation. coffee talk table. Um mal so Be interesting somewhere. Kaffee, Tell them Klatsch that. darüber zu reden. Okay, so the next guy. Der nächste, After Darius dies, nachdem Darius gestorben ist, the next one is Xerxes. der ist Xerxes. Or Ahasuerus, he's also referred to. Oder Axosos. We learned about him in a book of the Bible. Does anybody know which one? Und in einem Buch der Bibel lernen wir darüber. Yes, Esther. Genau, Good. von Esther. So during his reign, this is when the Greek and the Persians fought that battle in Marathon. Und während seiner Regierungszeit, da waren, als die Griechen dieses Kampf gekämpft haben, an dem Ort, der Marathon heißt. Very famous battle, Das ist ein total berühmtes Schlacht. right? Because the Greeks had just a little army. Denn die Griechen hatten nur diese kleine Armee. Persians were this vast empire trying to conquer Greece. Die Perser hatten diese große Armee, die Griechenland gerade erobern wollten. But because of all sorts of amazing things, like the way they built bridges over water and this tunnel, the Greeks win. Aber weil die total viele verschiedene Kriegserfindungen, gerade wie sie so Brücken gebaut haben über Wasser oder so Engpässe, haben die Griechen And gewonnen. Xerxes is embarrassed. Und Xerxes ist, And he goes home and he Voll Schande. rebuilds Er geht his nach army Hause. for the next 4 years. und er baut 4 Jahre lang seine Armee wieder auf. And then he goes back to attack the Greeks. Dann geht er wieder zurück, um die Griechen zu erobern. And does he win? Gewinnt er? No, he doesn't. wow. Yeah, that's a good guess, guys. Ja, aber No, he genau. loses again. Nee, er verliert wieder. And his son is like, this guy needs to go. Und sein Sohn denkt sich dann, ich glaube, ich muss meinen Papa ablösen. So he kills his dad. Deswegen hat er seinen Bruder getötet. And the next king Der nächste is his König. son, Also ist sein König, sein Sohn, Artaxerxes. Artaxerxes. He also gets rid of all the other people trying to take the throne. Dann versucht der Artaxerxes, der Sohn, versucht auch die ganzen Konkurrenten auszulöschen und den Thron zu übernehmen. And at this time, there were lots of rebellions in Egypt and Syria. Und in der Zeit gab es viele Rebellionen, die gerade in Ägypten aufgekocht sind, in Assyrien. And so he puts people in place to, kind of keep the peace there. Und der hat so verschiedene Marionetten eingesetzt, um den Frieden da zu halten. Sometimes that's why people think that maybe that's why Nehemiah. Und manchmal, It's okay. manchmal haben die That's why people think maybe that's why he sent Nehemiah, because Nehemiah was a trusted servant and he was going into that buffer zone between Egypt and Syria.
das könnte sein, warum dieser Artaxerxes vielleicht Nehemia gesandt hat, weil der ein vertrauenswürdiger Mensch war, um so als Statthalter eingesetzt zu werden. And he also negotiated a peace treaty with Greece. Und der hat, Nehemia oder Artaxerxes hat auch einen Friedensvertrag mit Griechenland geschlossen. Okay? So those are all the Persian emperors and kings we see during these books. A lot of them. Das waren alle die persischen Machthaber, die man während dieser Bücher sehen konnte. So I'll expect you to have all of that memorized by tomorrow's class. Und ich erwarte von euch, dass ihr morgen alle auswendig gelernt habt. Oh, wie gut. I wouldn't expect that. Ja, das würde ich nicht erwarten, das macht Spaß. Awesome. We're right on track. You guys need a stretch break, a bathroom break for a few Wir minutes? sind sehr gut in der Zeit. Braucht ihr eine kurze Toilettenpause? How about we just take like 5 minutes break and come back at 12 and then we'll finish up in half an hour. Okay, wir machen jetzt 5 Minuten Pause und kommen dann zurück um 12 und dann geht's weiter. You guys are doing great. This is hot and it's heavy stuff, so you're doing awesome. Thank Ihr macht's you. gut, es ist warm hier und viele Daten. In Russian we would say, молодец. Und im Russisch würden wir sagen, gut gemacht. How do you say it in German? Like, do you have a word for like, yeah, good job, well done, keep going? Can you teach me one word in Russian? One word in Russian Not like is that. Нет. Yeah, we don't have any English words. We Нет. just have like, good job, well done. Нет. Right? Angela, Нет. no, you said the meaning is in Persian. Nice, yes. Cyrus, then India. So why did they rebel against their allies? Нет. It's American. He wanted to take over. Нет. Well, that's his grandpa. Paloma, нет. Yeah. He just wanted it to be strong. He wanted to be the king, and his grandpa was the king. That is So in Russian. order to be king over that small little alliance, he had to defeat his grandpa. Yeah. Good question. But that's why a lot of people still refer to it as the Medianite Empire. Wasn't the Bible also said, always says the Medes. king of Persia Media? Yes, exactly. Yep. That's why. Good question. Yes. Read it.